Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch hier vom Boot. Wie ihr wisst, geht es für mich ja immer öfters hin und her. Manchmal nach Stockholm, manchmal nach Tallinn, manchmal nach Helsinki. Auf jeden Fall haben wir die Themen frisch gepresst, wie immer an dieser Stelle. Und zwar die frisch gepressten Themen sind Frankfurter Flughafen. Da gibt es im Februar gute Nachrichten. Wir haben dann des Weiteren die Frage, wie Fluggesellschaften neue Flugrouten zum Beispiel finden oder warum kommen die darauf, irgendeinen Flughafen anzufliegen? Wackelt jetzt gerade so ein bisschen, aber ich hoffe, dass der Gimbal das balancieren kann. Ich weiß gar nicht warum. Hier vorne im Boot. Dann haben wir weitere Themen. Hilton Business, und zwar Hilton Business ist für viele eventuell interessante Geschichte in der Form, weil die Raten mittlerweile doch manchmal billiger sind als die Raten, die veröffentlicht werden. Wer von euch kein Business haben kann oder kein Business hat oder da irgendwie nicht weiß, wie es geht, kann uns hier schreiben und kann unter unseren Regenschirm schlüpfen und wir können da gerne helfen. Heißt also, dass wir euch in unsere Frequent Traveler TV Firma aufnehmen und ihr könnt dann auch die Businessraten nutzen. Weiter haben wir als Themen vorbereitet für euch Global Airlines. Die haben quasi sich wieder gewandelt von der Farbstellung her. Die sind jetzt nicht mehr blau, sondern nur noch rot. Und wir haben einen Genuss für Kaffeetrinker, der vielleicht euch die Eurowings wieder lieb haben lässt. Ihr an dieser Stelle denkt daran, natürlich wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und last but not least, wie immer den Kanal zu abonnieren oder einfach auf Skool zu kommen. Wer von euch noch nicht auf Skool ist und einfach sagt, hey, ich will den Kanal nicht unterstützen, schreibt mir einfach eine Nachricht, ich lasse euch dann kostenfrei rein. Nur damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr müsst immer zahlen. Aber wer unterstützen möchte, kann das natürlich gerne tun und dann wieder unten kommentieren. Das erste Thema ist der Frankfurter Flughafen und da ist es so, dass der Frankfurter Flughafen, also der Frankfurter Flughafen im Februar 2025 3,9 Millionen Reisende gezählt hat. Das ist ein ganz, ganz kleines Minus im Vergleich zum Vorjahr mit 0,1%. Man muss natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen, ja, 2024 war ein Schaltjahr. Wer von euch hat es noch auf Kette gehabt? War also quasi ein Tag mehr. Weiter ist es so, dass natürlich die Cargovolumen auch leicht gesunken sind um 0,9% auf 152.069 Tonnen. Weiter sind es 30.182 Starts und Landungen, also quasi fast unverändert zum Vorjahr. Ja, die Themen und die Probleme, die der Frankfurter Flughafen hatte, waren natürlich teilweise hausgemacht mit der Lufthansa, die ja über den Winter einige Kurse, also einige Routen entweder eingestellt hat oder zumindest verdünnt hat und ausgedünnt hat, weil man halt dort nicht genug Nachfrage hatte. Allerdings haben andere Airlines natürlich Angebote in Frankfurt erweitert, aber nicht um das Maß. Und weiter ist es so, dass natürlich auch die Lufthansa im Sommer noch ein bisschen das Problem hat mit der Flotte. Das heißt also, es gibt da Engpässe. Es kommen aus München 350-900er und man hofft jetzt händeringend im Sommer die 787-9er endlich von Boeing zu bekommen. Wir erinnern uns an die Thematik mit, wir berädern die Flugzeuge dann vielleicht mit Tape, ohne die Business Class zu benutzen, weil sie nicht zertifiziert ist. Ja, 6 Stück sind es übrigens von den 350-900ern und glaube fast 15 von den 787-9er und die können ja dann zack, zack, zack kommen und die werden ja dann auch auf Strecken eingesetzt werden, wie natürlich Frankfurt-München, um das Ganze nochmal besser zu skalieren. Die Bilanz für 2024 wird jetzt am Dienstag veröffentlicht, also morgen. Weiter ist es so, dass natürlich dann die Prognosen uns da mehr Klarheit verschaffen, was am Frankfurter Flughafen passiert. Sommerflugplan bin ich mal wirklich gespannt, ob die Lufthansa auch schon mit der 787 in irgendeiner Art und Weise weiter plant als das, was wir jetzt wissen. Weiteres Thema ist jetzt das Thema, welche Fluggesellschaft oder warum eine Fluggesellschaft überlegt, einen Flugplan zu machen oder einen Flughafen anzufliegen. Das ist auch eine Frage, die ich von euch öfters gestellt bekomme. Und da gibt es dann zum Beispiel
Analysen über gefragte Routen, die aber nicht nonstop angeflogen werden. Das heißt also, dass es Flughäfen gibt, die zum Beispiel von München aus mit einem Stopp irgendwo dann woanders weitergehen. Das heißt also, dass zum Beispiel die Lufthansa Verkehre zieht nach Singapur und dann von Singapur geht's weiter mit Singapore Airlines oder mit einem anderen Partner. Und dann kann die Lufthansa natürlich überlegen, ob das genug Geschäft ist, ob man das selber machen kann. Und da gibt es Erhebungen drüber und diese Analyse basiert auf den letzten 6 Monaten. Und Top-Ziele ab Frankfurt sind Cochin, Koh Samui, ist aber nicht mit Langstreckenflugzeugen erreichbar. Also das ist halt so ein Problem. Lahore und Manila. Das heißt also, das sind Ziele, die zum Beispiel ab Frankfurt angeflogen werden. Wir erinnern uns, Lufthansa ist jetzt zum Beispiel einige dieser Ziele schon angeflogen. Manila gab es ja auch mal, glaube ich, im Lufthansa-Programm, aber es hat sich alleine nicht gelohnt. Und da ist es natürlich so, dass man dort dann interessante Ziele sieht. Ab Wien gibt es dann zum Beispiel Cancun in Mexiko, Phuket, Sansibar und die Seychellen, schwieriges Wort, Seychellen. Aber das ist ja auch ein Teil, und da komme ich gleich auf die Lufthansa Group Strategie. Gucken wir mal Zürich, da ist es Ho Chi Minh City, Koh Samui, auch immer noch nicht mit Flugzeugen auf Langstrecke erreichbar, Kuala Lumpur und Manila. Also wenn wir uns das Ganze jetzt angucken, kann man natürlich sagen, ja, warum soll die Lufthansa von allen Flughäfen aus direkt dahin fliegen? Deshalb ist die Lufthansa-Strategie ja auch ein bisschen anders, dass man die Flughäfen strategisch nutzt, heißt also, dass man die Verkehre aus Wien, Zürich, jetzt auch Rom, Brüssel zum Beispiel nach Frankfurt bringt oder von irgendwo nach Brüssel bringt. Also das heißt zu einem der Lufthansa-Hubs und dann von da aus fliegt. Hat natürlich den exogenen Nebeneffekt, wenn ich von Hamburg aus nach Frankfurt fliege, ist es ja egal, ob ich dann von Hamburg aus nach Wien fliege oder so weiter. Also insofern hat dieses auch durchaus seinen Charme. Aber wenn man sich die Reisetrends anguckt, dann sind das so, dass 58% der, irgendwie ich zuck mir in der Schulter, 58% der Deutschen verreisen mindestens 5 Tage im Jahr. Dann geht es weiter, dass 17% der Urlauber reisen außerhalb Europas. Und weiter geht es, dass das Auto mit 44% das beliebteste Verkehrsmittel ist, das Flugzeug mit 37%. Vom Flughafen Frankfurt aus sind 283 Ziele in 90 Länder nonstop erreichbar. Zürich bietet 206 und Wien immerhin noch 190. Jetzt fragt ihr natürlich, was sagt uns das? Was will uns der junge Mann da auf dem Video sagen? Ihr könnt jetzt übrigens kommentieren. Heißt also, dass es natürlich attraktive Reiseziele gibt, die attraktiv sind, die nicht direkt erreichbar sind. Das ist so, das ist normal. Und diese Lücke ist natürlich für Fluggesellschaften eine Chance der Erweiterung und da muss man halt immer gucken. Und jetzt seht ihr halt, wie Fluggesellschaften zum Beispiel auf die Idee kommen, eine Strecke zu bedienen, weil man halt merkt, dass man dort eventuell gutes Direktgeschäft machen kann. Und was natürlich auch ist, wie wir wissen, auf dem Ticket, was man direkt anfliegen kann, sind die Preise auch höher, die man erzielen kann. Thema Nummer 3, was wir haben, das ist Airbus A380 von Global Airlines. Gut, die Nachricht ist halt, dass man das Blau verloren hat, aber man muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben von der Fluggesellschaft wesentlich mehr erwartet oder eigentlich weniger erwartet. Irgendwie sehr merkwürdig alles, weil auf der einen Seite war man ja immer sehr skeptisch und hat gedacht, naja, nun gut, interessante Geschichte, ob das irgendwann mal funktioniert. Das sei mal dahingestellt. Dann auf der anderen Seite, als man merkte, die haben ein Flugzeug gekauft von der China Southern und haben die dann in die 9H GLOBL, also Global, so wie die Fluggesellschaft heißt, umgetauft, haben die jetzt auch rumlackiert und machen da auch ein bisschen dran rum. Es ist so, dass man natürlich das Flugzeug jetzt nach der Wartung in Dresden Triebwerke getestet hat und dann auch wirklich eine neue Farbe bekommen hat, nicht nur am Leitwerk, auch auf den Winglets. Und das ist natürlich spannend. Die Unternehmensfarbe ist jetzt rot, blau ist also Geschichte. Und die Maschine ist in Portugal und da soll die Kabine den letzten Schliff bekommen. Interessant ist auch, dass natürlich das Problem war, dass die Lackiererei da nicht einfach zu finden war.
Vor allem ist es so, dass natürlich da gibt es Wartefristen alleine fürs Lacken bis zu 2 Jahre. Das finde ich auch krass, das war mir gar nicht so bekannt. Und dann ist so, dass es das erste Flugzeug natürlich von 4 ähm, Flugzeugen ist, also A380, und damit soll die goldene Ära der Fliegerei wieder zurückkommen. Ein bisschen Pan Am Flair. Auf der einen Seite wünscht man sich's, auf der anderen Seite hofft man es. Und es ist schon äußerst spannend, wie das Ganze sich da gestaltet. Also ich finde es durchaus spannend, um es wirklich neutral zu formulieren. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr von Global haltet, ob ihr von denen mehr erwartet habt, ob ihr sagt, naja, eigentlich haben sie schon mehr geliefert, als wir je erwartet haben. Also insofern bin ich da nicht gespalten, aber doch freudig überrascht über das, was da passiert. Also durchaus einer der Contender, wo man sagen muss, das wird spannend. Das letzte Thema ist das Thema Hilton for Business. Und bei Hilton for Business ist es so, als es letztes Jahr gelauncht worden ist, habe ich selten Preise gefunden, die irgendwie billiger waren als die normalen Preise, zumal es ja damals die Promotion gab, 2 Nächte gut geschrieben, wenn man eine Businessrate benutzt. Und wenn das halt so $10, $20 teurer war, dann habe ich gesagt, kann ich argumentieren, bin dann aber bei so vielen Nächten gelandet, wie ich eigentlich nicht erwartet hatte bei Hilton, und hatte da dann natürlich gesagt, okay, lohnt sich eigentlich gar nicht, ich bin jetzt bei 140 oder irgendwas, ich rekapituliere das jetzt ehrlicherweise nicht mehr, aber es muss über 140 gewesen sein, obwohl die App mir nicht alles gut geschrieben hatte, aber da war es dann egal. Ja, es ist so, dass man jetzt natürlich sagen muss, dass diese Raten jetzt auch erweitert worden sind. Das waren ja alles flexible Raten. Jetzt gibt es aber auch Raten, die sind semi-flexibel zum Beispiel oder aber auch sogar non-refundable. Also non-refundable, wie der Name sagt, sie sind nicht refundierbar. Semi-flexibel sind, glaube ich, bis 3 Tage vor Ankunft noch stornierbar. Und dann natürlich die Flexible Rate. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass die Preise dann durchaus dann interessant und spannend werden. Und da kann man jetzt einfach mal gucken und ich buche mich dann einfach mal in mein Hilton-Konto ein. Das hätte ich natürlich machen können. Und dann kann man mal gucken, was an Beispielen jetzt kommt. Zum Beispiel für Tallinn, was ja eins meiner frequentierten Hotels ist. Und da gebe ich jetzt einfach mal Tallinn ein, nachdem ich mich eingeloggt habe. Ich hoffe, dass er nicht von mir irgendwie eine Two-Factor-Authorization will. Nein, will er nicht. Dann geben wir einfach Tallinn ein. Und da kommen dann, wenn ich auch noch ein Datum, ich gebe einfach ein Datum nächste Woche ein, 25. auf den 26. Find Hotel, eine Person und so weiter. Da gibt er mir 3 Hotels, einmal das Schlössle, SLH, will ich jetzt nicht hingehen, ins Tallinn für 90 und das Hampton für 54, wenn ich jetzt auf die Raten gehe. Dann kann ich, glaube ich, einmal ändern auf Business, genau, Travel for Business. Und dann gehen wir auf das billigste Zimmer. Ich werde euch den Screenshots da hinschmeißen. Und da sagt er mir zum Beispiel Hilton Business Semiflex 96. Und, oh, warte, jetzt bin ich 1 zu weit gegangen. Dann gehen wir wieder zurück. More prices available, genau. Und er sagt also non-refundable ist 89 sogar. Dann 96 für die Hilton Business Semiflex, Hilton for Business Flexible Rate sind 103. Heißt also, dass die flexible Rate, die wir als Kunde ohne das Ganze haben, wäre 105. Also das heißt, da ist durchaus eine Ersparnis dann drin. Von 2 Euro immerhin, aber es läppert sich. Auch die Advanced Purchase wäre hier 90. Die wäre dann nochmal billiger als, die Hilton for Business Non-Refundable ist sogar 89. Also da ist Sachen oder da sind Raten, die billiger sind. Finde ich sehr gut. Ihr könnt ja wie immer an dieser Stelle, wenn ihr keinen eigenen Business Case habt oder wenn ihr diese Raten nutzen wollt, mir eine Nachricht schicken. Und dann kann ich euch einen Zugang geben, dass ihr auch über unser Business das Ganze buchen könnt. Ich danke euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart und ich gebe euch wie immer den gewohnten Abspann. Wir wollen nicht zu viel auf die See gucken und ist jetzt ruhiger geworden. Also, viel Spaß und bis morgen in Alter und in Frische und
Schauen wir mal, was wir da für Themen für euch frisch gepresst haben. Also bis dann, ciao, ciao, ich bin hier raus.